brauchst ein Hobby, sagte Sal. Er bemerkte, wie ich das Mädchen am Ende der Bar anschaute. Ich hab ein Hobby, lachte ich, während ich sie weiter beobachtete. Ich meinte etwas anderes als, naja, du weißt schon, erwiderte er. Vielleicht ein Hobby mit mehr Bedeutung, etwas, das dich wirklich interessiert, fuhr er fort. Was? Mein aktuelles Hobby ist nicht interessant genug? Fragte ich. Offensichtlich nicht, sonst müsste ich mir nicht jede Nacht dein Gejammer anhören, wie beschissen dein Leben ist, antwortete Sal. Verpiss dich, Sal, sagte ich, wobei ich meinen Ärger nicht verbergen konnte. Sal und ich arbeiteten zusammen, ein einfacher Bürojob. Die Bezahlung war gut und die Arbeitszeiten ein klassisches 9 bis 5. Nach der Arbeit gingen wir immer in dieselbe Bar, um ein paar Drinks zu nehmen. Das Leben war nicht schlecht. Es war nur so verdammt langweilig. Jedes Jahr, das an uns vorbeizog, wurde ich immer deprimierter. Ist das alles, was ich jemals machen werde, für den Rest meines Lebens? Sal und ich sprachen oft darüber, meistens angestoßen durch mich. Aus irgendeinem Grund hatte er nicht dieselbe Angst wie ich. Obwohl er meinen Frust im Leben verstand, war er immer so zufrieden mit seinem. Es machte mich wahnsinnig. Wie zum Teufel konnte er mit allem so zufrieden sein? Wir waren beide Single, nie verheiratet, hatten nie Kinder. Verdammt, wir hatten nicht einmal unsere Stadt, geschweige denn unser Bundesland verlassen. Wir waren beide denselben Lebensweg gegangen. Schulabschluss, Studium und dann ein guter, aber verdammt langweiliger Job. Unsere Eltern mussten ja so stolz gewesen sein. Es ist zum Kotzen, Mann. Ich fühle mich wie ein verdammter Goldfisch, der im Kreis schwimmt, bis es Zeit ist, die Toilette runtergespült zu werden, sagte ich. Komm schon, so schlimm ist es doch nicht, erwiderte Sal. Wir haben ein komfortables Leben, fügte er hinzu. Sal versuchte immer, die Stimme der Vernunft zu sein. Das ist das verdammte Problem. Es ist komfortabel. Komfortabel bedeutet meistens langweilig, sagte ich. Dann mach mal Urlaub. Das ist nur vorübergehend. Geh zurück zur Schule und mach einen neuen Abschluss. Das kostet zu viel Zeit und Geld. Oh, verdammt nochmal. Dann verkauf Drogen und werde ein Drogenboss. So wie bei Breaking Bad, sagte Sal schließlich entnervt. Vielleicht sollte ich das wirklich tun, erwiderte ich sarkastisch. Sal wusste nicht, ob ich ernst meinte oder nicht. Das war Sarkasmus, sagte ich spöttisch. In diesem Moment bemerkte ich, wie das Mädchen aufstand und auf uns zukam. Mein Herz machte einen kleinen Sprung vor Aufregung. Ich öffnete den Mund, um etwas zu sagen, aber sie schnitt mir schnell das Wort ab. Ich bin nicht deswegen hier, sagte sie schnell. Mein Lächeln verschwand. Oh mein Gott, abgewiesen, lachte Sal. Halt die Klappe, Sal, sagte ich frustriert. Was können wir dann für dich tun? Fragte ich sie. Ich wollte es nicht, aber ich konnte nicht anders, als zu hören, worüber ihr gesprochen habt. Dein Freund hat recht. Du brauchst ein Hobby, sagte sie. Wow, was für eine großartige Erkenntnis. Meine Probleme sind damit natürlich gelöst, sagte ich, meine Stimme triefend vor Sarkasmus. Lass mich ausreden, Arschloch. Ich war in einer ähnlichen Situation wie du. Ich habe eine Menge verrücktes Zeug ausprobiert, um meinem Leben etwas Aufregung zu geben. Nichts hat funktioniert, bis ich eine Sache ausprobiert habe, die mein Leben für immer verändert hat, sagte sie. Was hast du gemacht? Fragte Sal leise und nervös. Sie lächelte. Sagt mal, was wisst ihr über Astralprojektion? Ich fing an zu lachen. Ich war nie eine religiöse oder spirituelle Person, also war das mein erster Instinkt. Was ist das, wie Meditation? Fragte ich. Sie lächelte. Es ist eine Methode, eine Möglichkeit, dass dein Geist vorübergehend deinen Körper verlässt, antwortete sie. Sal sah sehr unwohl aus. Er war immer ein religiöser Mann, der seinen Glauben ernst nahm. Das klingt nach dem Werk des Teufels. Deine Seele soll deinen Körper nur verlassen, wenn du stirbst, sagte er leise. Sie wandte sich ihm zu. Vielleicht hat das nichts mit Gott oder dem Teufel zu tun.
Wir Menschen sind spirituelle Wesen in einem Universum, von dem wir nichts wissen. Das ist nur eine Möglichkeit, uns möglicherweise neue Einsichten über das Leben zu verschaffen, erwiderte sie. Sal antwortete nicht. Er starrte sie nur mit dem gleichen nervösen Blick an. Ich lachte wieder. Ihr beiden seid echt lustig, wie ihr über verschiedene Märchen streitet. Sag mal, wenn ich jemals LSD oder irgendeine andere verrückte Droge nehme, werde ich deine kleine Astralprojektion ausprobieren. Das sollte in diesem Zustand Spaß machen, sagte ich mit einem weiteren rücksichtslosen Lachen. Schau, du bist derjenige, der sich über das Leben beschwert. Ich biete dir nur etwas an, das du ausprobieren kannst. Du musst nicht daran glauben, aber es schadet nicht, etwas Neues auszuprobieren, besonders in deinem Gemütszustand, sagte sie. Ihr Jungs genießt euren Abend, sagte sie und wandte sich zum Gehen. Moment, wie heißt du? Fragte ich sie. Das spielt keine Rolle, wir werden uns nicht wiedersehen, antwortete sie cool, und damit war sie weg. Sal wirkte entspannter, jetzt wo sie gegangen war. Schau, ich weiß, dass du kein Gläubiger bist, aber egal was, hör nicht auf sie. Ihre Idee ist gefährlich, sagte Sal plötzlich. Was auch immer, Sal. Du weißt, dass ich beide für voll bescheuert halte, antwortete ich. Gut, sagte er einfach. Ich log. Es stimmt. Ich glaubte keinem von beiden, aber ein Teil von mir war interessiert. Ich hatte immer darauf geachtet, so logisch wie möglich zu sein. Deshalb nannte ich mich Agnostiker. Sicher, ich glaubte nicht an einen Gott oder Götter, aber ich gab zu, dass ich zu dumm war, um zu sagen, dass sie nicht existieren. Ich war nicht arrogant. Nur weil ich nichts außerhalb dieses Lebens glaubte, bedeutete das nicht, dass es nichts da draußen gab. Ich hasste es, das zuzugeben. Aber diese ganze Astralprojektion hatte mein Interesse geweckt. Als ich nach Hause kam, ging ich online und las alles, was ich darüber finden konnte. Es war, wie sie gesagt hatte. Astralprojektion war eine Möglichkeit, dass dein Geist oder deine Seele deinen Körper für eine Weile verlässt. Alle Quellen sagten etwas anderes darüber, wohin deine Seele geht. Einige sagten, du bleibst in dieser Welt, kannst aber überall hingehen, wo du willst. Andere sagten, du gelangst in die Welt des Fegefeuers. Eine weitere Quelle besagte, dass du in eine andere Dimension eintauchst und die wahre Natur des Universums sehen kannst. Was für ein Haufen Bullshit! Was zur Hölle mache ich hier? Schimpfte ich mit mir selbst. Ich schaltete den Computer aus und ging ins Bett. Ich hatte am nächsten Tag früh Arbeit. Die ganze Nacht wälzte ich mich hin und her. Ich konnte nicht schlafen. Ich dachte ständig an das Mädchen aus der Bar und was sie gesagt hatte. Der schlimmste Gedanke kam mir in den Kopf. Das Was wäre, wenn? Was, wenn sie recht hatte? Was, wenn es trotz all meiner Überzeugungen da draußen noch etwas anderes gab? Was, wenn dies das war, wonach ich gesucht hatte? Was, verdammt, wenn? Ich beschloss in diesem Moment, dass ich, wenn ich recht hatte und es alles Bullshit war, nichts zu verlieren hatte. Ich entschied noch in dieser Nacht, dass ich diese Astralprojektion ausprobieren würde. Ich nahm mir die nächste Woche Zeit, um so viele Informationen wie möglich zu sammeln. Bevor ich irgendetwas versuchte, wollte ich so viel Wissen wie möglich zur Verfügung haben. Ich lernte, dass Astralprojektion nicht nur einfache Meditation war, sondern dass ich mir auch vorstellen musste, meinen eigenen Körper zu verlassen. Genau wie bei der Meditation musste ich in völliger Ruhe mit mir selbst sein, ohne Gedanken im Kopf, außer meinem Ziel. Ich versuchte es wochenlang, stundenlang jeden Tag, alles umsonst. Ich begann, frustriert zu werden. Das ist alles Bullshit, was mache ich hier? Schrie ich mich an. Ich war bereit aufzugeben, aber dann erinnerte ich mich an das, was ich online gelesen hatte. Du musst geduldig sein und vollkommen in Frieden, stand dort. Ich atmete tief ein und schloss die Augen. Ich zwang mich, meinen Kopf von allem zu befreien. Mein Job, meine Eltern, mein Leben, meine Gründe, das zu tun. Jede Gedanken wurde aus meinem Kopf verbannt. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich keine Gedanken. Zum ersten Mal fand ich Frieden. Ich dachte an mein Ziel.
Ich versuchte mir vorzustellen, wie ich meinen Körper verlasse. Ich konzentrierte mich gefühlt stundenlang, als ich plötzlich etwas bemerkte. Ich atmete nicht. Mit dieser Erkenntnis öffnete ich panisch meine Augen und konnte nicht glauben, was ich sah. Meine Panik wurde von Erstaunen abgelöst. Ich sah mich selbst. Ich konnte mich selbst sehen, wie ich mit überkreuzten Beinen mitten in meinem Zimmer saß. Ich schwebte ein paar Fuß über meinem Körper und dem Boden. Ich atmete nicht, aber ich konnte sehen, dass mein Körper es tat. Ich sah, wie die Brust meines physischen Körpers ruhig ein- und ausatmete. Während ich ungläubig starrte, fühlte ich plötzlich eine Kraft, die mich zurück in meinen Körper zog. Ich konnte nicht dagegen ankämpfen. Es war innerhalb weniger Sekunden vorbei. Ich öffnete meine Augen und schnappte nach Luft. Mein Herz raste. Ich schaute mich im Raum um und dann auf meine eigenen Hände. Ich fühlte mich etwas beruhigt und ließ mich auf den Boden fallen. Ich lachte. Ich konnte es nicht glauben. Ich hatte es tatsächlich für einen kurzen Moment geschafft. Ich hatte meinen eigenen Körper erfolgreich verlassen. Es sind 2 Wochen vergangen, seit ich zum ersten Mal meinen Körper verlassen habe. Ich wurde besser darin. Ich konnte länger außerhalb meines Körpers bleiben. Es begann mit nur ein paar Sekunden, aber jetzt konnte ich über eine Stunde draußen bleiben, bevor ich gezwungen wurde, in meinen Körper zurückzukehren. Was auch immer es war, es fühlte sich wie ein Muskel an. Je mehr ich es nutzte, desto stärker wurde es. Eines Nachts war ich mutig genug, endlich den Raum zu verlassen, in dem sich mein Körper befand. Ich arbeitete mich zur Tür und versuchte sie zu öffnen. Meine Hand ging einfach hindurch. Ich frage mich, dachte ich bei mir. Ich versuchte durch die Tür zu gehen. Und zu meinem Erstaunen funktionierte es. Ich fand mich im kleinen Flur außerhalb meines Zimmers wieder. Ich war wie ein Geist. Ich konnte durch alles hindurchgehen, weil ich keine physische Form hatte. In diesem Moment hatte ich eine Idee. Ich frage mich, was die Frau meines Vermieters gerade macht, sagte ich zu mir selbst. Sie lebten direkt über mir. Es war erst Mittag und ich wusste, dass er nicht zu Hause war. Anstatt die Treppe zu nehmen, hatte ich eine andere Idee. In dieser Form, wenn ich durch Türen und Wände gehen kann, sollte ich auch durch Decken gehen können. Ich konzentrierte mich so gut ich konnte und fühlte mich langsam vom Boden abheben und direkt durch die Decke. Ich fand mich in ihrer Küche wieder. Es war eine ganz normale Küche. Man würde nicht denken, dass sie Eigentümer irgendeiner Immobilie waren. Mein Vermieter war ein Arschloch. Er tat immer so, als wäre er reich, mit schillernden Autos und auffälliger Kleidung, doch seine Küche war so schlicht. Ich lachte. Es war alles nur eine Show für andere Leute. Ich machte mich durch die Küche und durch seine Wohnung auf den Weg. Sein Wohnzimmer war ebenso langweilig. Ein Fernseher, ein Sofa, 1 oder 2 Pflanzen herum, aber sonst nichts. Keine Bilder, keine Gemälde, nichts. Ich bewegte mich weiter, bis ich eine geschlossene Tür sah. Muss das Schlafzimmer sein, dachte ich bei mir. Ich versuchte, den Türgriff zu benutzen, nur um festzustellen, dass meine Hand wieder hindurchging. Natürlich, lachte ich in mich hinein. Ich musste mich noch daran gewöhnen, in dieser Form zu sein. Ich ging durch die geschlossene Tür, nur um von einem angenehmen Schock gelähmt zu werden. Hier war die Frau meines Vermieters mit einem Mann, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Ich konnte mein Glück nicht fassen. Am ersten Abend, an dem ich mutig genug war, mein Zimmer zu verlassen, fand ich die Frau meines Vermieters, die eine Affäre hatte. »Wirk mich, John, bestraf mich. Ich war ein böses, böses Mädchen«, schrie sie. Ich lachte wie nie zuvor, versuchte dann aber schnell meinen Mund zu bedecken. Ich wollte nicht, dass sie mich hörte. Zu meinem Erstaunen reagierten sie nicht einmal. Vielleicht konnte ich auch nicht gehört werden. Es machte Sinn. Mein tatsächlicher Mund und meine Stimmbänder waren eine Etage tiefer. Das war genau das, was ich brauchte. Jetzt hatte ich einen absoluten Beweis dafür, dass diese ganze Erfahrung real und nicht in meinem Kopf war. Jetzt hatte ich etwas, um es zu testen. In den letzten 2 Wochen hatte ich ständig in Frage gestellt, ob es echt war oder nicht.
Bevor ich irgendetwas anderes tun konnte, fühlte ich mich durch den Boden, durch eine Tür und zurück in meinen Körper gesogen. Ich schnappte nach Luft. Das war das längste und weiteste, was ich je gegangen war. Während ich mich beruhigte, wiederholte ich für mich: John. Sein Name war John. Am nächsten Tag klopfte ich an die Tür meines Vermieters, als ich wusste, dass sie dort sein würde. Zu meiner Freude öffnete sie die Tür. »Hey«, sagte ich mit einem breiten Lächeln. »Was zur Hölle willst du?«, sagte sie genervt. »Ich brauche eine Verlängerung für die Miete. Ich werde es euch nächste Woche geben«, sagte ich mit demselben breiten Lächeln. »Verdammtes Scheiß, bist du nicht supposed to be the responsible one?«, sagte sie wütend. »Tut mir leid, ich hatte neulich einige Probleme und ich werde zum ersten Mal ein bisschen spät mit der Miete sein.« »Das ist doch nicht so schlimm«, sagte ich mit demselben Goofy-Lächeln. »So fucking irresponsible. Bist du nicht Single ohne Kinder? Wo bleibt dein Geld?«, fragte sie wütend. »Nein, du verstehst nicht. John hat gesagt, dass es in Ordnung ist«, sagte ich dann. Ihre Augen weiteten sich beim Erwähnen seines Namens. Ich konnte sehen, dass die Realität für sie einsickerte, als ich seinen Namen nannte. Ich weiß nicht, wer das ist«, antwortete sie schwach. Ich lächelte noch breiter. Das war meine Bestätigung. Dieses ganze Astralprojektionszeug war verdammt echt. »Sieh mal, John hat gesagt, es sei kein Problem. Ich sage es dir einfach anstelle deines Mannes, weil ich weiß, dass du John näher bist als ihm«, sagte ich mit einem fiesen Lächeln. Sie konnte nicht antworten. »Mach dir keine Sorgen, wir haben kein Problem. Ich werde die Miete nächste Woche für dich haben«, sagte ich und fügte hinzu: »Du böses Mädchen.« Ihre Augen weiteten sich vor Angst. Sie musste in diesem Moment denken, ich wäre ein Stalker oder so etwas. Aber jetzt gehörte sie mir. »Okay«, flüsterte sie. »Nächste Woche ist in Ordnung.« Damit drehte ich mich um und ging zurück zu meiner Wohnung. Auch wenn ich lächelte, war ich in Schock. Jetzt hatte ich die Bestätigung, dass das alles echt war. Es war nicht in meinem Kopf. Ich konnte tatsächlich meinen Körper verlassen und war frei, überall hinzugehen. In diesem Moment hatte sich eine ganz neue Welt für mich geöffnet. Es gab keine Grenzen mehr, was ich mit dieser Fähigkeit tun konnte. Jetzt war ich ein Profi. Ich konnte meinen Körper jetzt verlassen und jederzeit zurückkehren, wann immer ich wollte. Manchmal verbrachte ich Stunden damit, einfach überall herumzulaufen, wo ich wollte. Es war erstaunlich. In dieser Welt konnte ich überall hingehen, wo ich wollte. Ich konnte sogar über dem Boden schweben und überall hinauffliegen. Die Gesetze der Physik galten in dieser Welt nicht mehr. Das Mädchen aus der Bar hatte recht. Das war lebensverändernd. Ich konnte in jedes Haus gehen und sie beobachten, ohne dass sie wussten, dass ich da war. In dieser Zeit erfuhr ich viel über die Menschen in meinem Leben. Youssef, mein Lebensmittelhändler, hatte eine Vorliebe für Füße. Ich beobachtete ihn in seinem Haus, wie er täglich Frauenfüße im Internet ansah. Das Mädchen, das jeden Morgen im Café arbeitete, war eine Selbstverletzerin. Kein Wunder, dass sie immer lange Ärmel trug. Ich weiß, es ist beschissen, in die Privatsphäre anderer einzudringen, aber ich war süchtig. Ich hatte die Zeit meines Lebens. Doch eines Tages bekam ich einen kleinen Schreck. Ich beobachtete zwei Frauen, die draußen in einem Restaurant aßen. Ich war in meiner Geisterform, aber aus irgendeinem Grund fühlte ich mich zu ihnen hingezogen. Ich stand direkt neben ihnen und versuchte, ihr Gespräch zuzuhören. Sie redeten nur über den üblichen Unsinn, Arbeit, Typen, nichts Interessantes. Ich wollte gerade gehen, als eine von ihnen in meine Richtung sah und mir zuzwinkerte. Ich schaute hinter mich, um zu sehen, ob dort jemand war. Das kann nicht wahr sein, dachte ich bei mir. Ich versuchte, zurück zu meinem Gebäude zu schweben, und sie folgte mir mit den Augen, während sie die ganze Zeit über lächelte. Das Mädchen machte mir Angst, aber sie warf viele Fragen auf. Warum konnte sie mich sehen? War sie jemand, der das Gleiche tun konnte? Würde ich mit der Zeit auch Menschen sehen können?
Ich hatte keine Antworten und niemanden, an den ich mich wenden konnte, um Rat zu bekommen. Ich nahm mir ein paar Tage Pause von der Astralprojektion. Ich war immer noch ziemlich creeped out und dachte, es wäre das Beste, eine Auszeit zu nehmen. Ich saß zu Hause und entschied mich, Sal anzurufen. Ich hatte schon eine Weile nicht mehr mit ihm rumgehangen, seit ich mit meinem neuen Hobby angefangen hatte. Er ging nicht ans Telefon. Nicht 5 Minuten später bekam ich eine SMS von ihm. Sie lautete: Ich weiß, was du getan hast. Du spielst im Reich des Teufels. Gott hatte nicht vor, dass wir in dieser Welt sind. Ich kann dich nicht mehr sehen, während du das tust. Bitte hör auf. Es wird nicht gut für dich enden, wenn du weitermachst. Ich sage das als jemand, der sich wirklich um dich kümmert. Hör auf. Ich wusste nicht, wie ich darauf reagieren sollte. Ich versuchte, ihn anzurufen, bekam aber die Voicemail, dass die Nummer nicht mehr erreichbar sei. Mein bester Freund, mein einziger Freund, hatte mich verlassen. Am nächsten Tag ging ich zur Arbeit. Ich wollte mit Sal sprechen. Zu meiner Überraschung war er nicht da. Unser Chef, Danny, sagte mir, Sal hätte am Tag zuvor gekündigt. Keine 2 Wochen, nichts, einfach seine Sachen gepackt und gegangen. »Wusstest du das nicht?« fragte Danny überrascht. Ich schüttelte einfach den Kopf. »Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Er ignoriert all meine Nachrichten und Anrufe«, antwortete ich. Aber ich wusste teilweise, was los war. Die Arbeit war ereignislos. Ich dachte die ganze Zeit an Sal. Ich schwankte zwischen Traurigkeit und Wut. Mein bester Freund hatte mir den Rücken gekehrt. Für was? Ich beschloss, ihn in dieser Nacht zu besuchen und zu sehen, was er so trieb. Ich würde meine neue Fähigkeit nutzen, um ein wenig Aufklärung zu betreiben. Ich kam nach Hause und ging schnell in mein Schlafzimmer. Ich schloss die Fenster und Türen, um es so ruhig wie möglich zu machen. Ich konnte auch mit Lärm astral projizieren, aber es dauerte länger. Es war einfacher, es in Stille zu tun. Ich schloss fest die Augen und konzentrierte mich. Nach ein paar Momenten fühlte ich es, dieses schwerelose Gefühl. Ich öffnete meine Augen und stand auf. Ich sah auf den Boden und sah meinen Körper reglos dasitzen. Zeit zu gehen, sagte ich mir mit einem Lächeln. Es waren ein paar Tage vergangen, seit ich das letzte Mal so etwas gemacht hatte, und ich hatte vergessen, wie sehr ich dieses Gefühl liebte. Völlige Freiheit. Ich machte mich auf den Weg zu Sals Wohnung. Es dauerte etwa eine halbe Stunde. Ich lächelte, als ich fast ankam. Vor ein paar Wochen wäre ich zu schwach gewesen, um so lange durchzuhalten. Ich wäre zurück in meinen Körper gezwungen worden. Und jetzt, schau mich an. Ein Meister, dachte ich. Ich sah Sals Gebäude. Ich machte mich auf den Weg die Treppen hinauf. In diesem Moment vergaß ich, dass ich auch schweben konnte. Die Schwerkraft hatte in dieser Form keinen Einfluss auf mich. Aber ich war noch neu darin. Ich kam vor seine Tür. Ein wenig Schuld überkam mich. Ich war dabei, in die Privatsphäre meines besten Freundes einzudringen. Aber ich musste ihn sehen. Ich griff nach dem Türgriff und wie beim letzten Mal ging meine Hand einfach hindurch. Dummkopf, sagte ich zu mir selbst. Ich ging einfach durch die Tür. Ich sah ihn nicht. Ich durchstreifte seinen Flur auf der Suche nach ihm. Ich wusste, dass er irgendwo hier war. Alle Lichter waren eingeschaltet. Ich ging in Richtung seines Schlafzimmers. Als ich eintrat, sah ich ihn auf seinen Knien beten. Ich lächelte, musste sich für das Bett bereit machen, dachte ich. Aber ich merkte, dass etwas nicht stimmte. Er betete in einer anderen Sprache. Latein vielleicht. Seine Hände waren fest zusammengeballt und er wiegte sich hin und her. Er betete weiterhin sehr intensiv. 1 Minute verging, dann 5 Minuten, dann 10. Ich wurde immer besorgter. Was war mit meinem Freund los? Ich wusste immer, dass er religiös war. Aber das war beunruhigend. »Sal, was ist mit dir los?« rief ich verzweifelt. Er betete weiter. Ich nahm meine Hand und versuchte törichterweise, sie auf seine Schulter zu legen. Sie ging einfach durch ihn hindurch. Aber Sal zuckte plötzlich zusammen und ließ einen Schrei los.
Ich sprang erschrocken zurück. Hatte er mich gefühlt? Sals Augen suchten hektisch im Raum umher. Wer ist da?« rief er. »Sal, beruhig dich, ich bin's, nur ich«, rief ich verzweifelt. Er schaute weiterhin panisch umher, die Augen weit aufgerissen vor Terror. Er konnte mich weder hören noch sehen. Ich versuchte verzweifelt, ihn zu beruhigen. Ich griff erneut nach ihm, um ihn zu beruhigen. Wieder ging meine Hand einfach durch ihn hindurch, aber er zuckte zusammen. Seine Augen weiteten sich vor noch größerer Angst und er begann zu rennen. Es geschah alles in Zeitlupe. Er rannte aus seinem Schlafzimmer in das Wohnzimmer, wo er über seinen Schreibtischstuhl stolperte. Der gleiche Schreibtisch stand neben einem seiner Fenster, einem offenen Fenster. Ich sah ihn das Gleichgewicht verlieren und langsam direkt aus dem Fenster fallen. Ich hörte seinen lauten Schrei des Schreckens, gefolgt von einem Crunch-Geräusch. Und dann Stille. Ich sprang aus dem Fenster. Ich wusste, dass ich in diesem Zustand nicht verletzt werden konnte. Sals lebloser Körper begrüßte mich auf der Straße. Seine Arme und Beine waren in unnatürliche Positionen verbogen. Seine Augen, obwohl geöffnet, zeigten kein Leben, sondern denselben Terror, den ich kurz vor seinem Fall in ihnen gesehen hatte. Ich konnte mich nicht bewegen. Die Leute strömten jetzt von überall her zu seinem Körper. Hektische Stimmen waren zu hören, während sie versuchten, Hilfe zu rufen. Ich stand einfach schockiert da, unfähig, von seinen leblosen Augen wegzusehen. Dann, aus dem Nichts, stand Sal langsam auf. Er sah mich an und dann, zu meinem Entsetzen, sah er auf seinen eigenen verstümmelten Körper hinunter. Er schenkte mir ein mitfühlendes Lächeln und begann dann, in den Nachthimmel aufzusteigen. Ich versuchte ihm zu folgen. »Sal, es tut mir so leid. Warte«, schrie ich. Ich flog hinter ihm her und versuchte ihn einzuholen. Ich wollte ihn festhalten, um ihm zu sagen, dass das ein Unfall war. Ich hatte nicht gewollt, dass er stirbt. Ich kam ihm immer näher, nur noch wenige Zentimeter von ihm entfernt, als er einfach vor meinen Augen verschwand. Ich verstand nicht, was passiert war, aber ich wusste eines: Sal war von dieser Welt gegangen. Nach Sals Tod verließ ich die Stadt. Ich brauchte etwas Zeit, um von all dem, was passiert war, Abstand zu gewinnen. Schließlich ging ich zu meiner Mutter nach Hause. Sie lebte immer noch mit meinen Schwestern in einer kleinen Stadt, nicht weit von der Stadt, in der ich war. Es war fast 3 Jahre her, seit ich sie alle zuletzt gesehen hatte. Mein Job hielt mich sehr beschäftigt. Meine Familie hatte von Sal gehört. Sie versuchten ihr Bestes, um so tröstlich wie möglich zu sein. Wir hatten ein großes Abendessen, als ich nach Hause kam. Meine Schwestern erzählten mir alle ihre Geschichten. Meine jüngste Schwester war glücklich, bald aufs College zu gehen. Meine älteste Schwester war aufgeregt über einen neuen Job, für den sie sich in der Stadt beworben hatte. Ich erzählte ihnen von mir und meinem Job. Natürlich ließ ich mein neues Hobby weg. An diesem Abend änderte sich alles für mich. Ich war in meinem alten Zimmer und bereitete mich nach einem schönen Abendessen mit meiner Familie aufs Bett vor. Bevor ich ins Bett ging, beschloss ich, ein weiteres Abenteuer zu erleben. Als ich in meiner astralen Form war, ging ich zuerst in das Zimmer meiner ältesten Schwester. Ich sah, dass sie mit einem Typen schrieb. Offensichtlich jemand, der ihr gefiel, während sie Pläne machte, mit ihm ins Kino zu gehen. Langweilig, dachte ich bei mir. Nichts Interessantes, also machte ich weiter. Ich ging in das Zimmer meiner Mutter, um sie schlafend zu finden. Ich lächelte. »Schlaf gut, Mama«, flüsterte ich leise. Ich entschied mich, das Haus zu verlassen, aber als ich ging, wurde ich nervöser. Seit Sal gestorben war, schien diese Welt, die Geisterwelt, die Astralwelt, was auch immer es war, grauer als gewöhnlich. Der Lärm aus der Welt, die Menschen, die Autos, schien leichter als gewöhnlich. Die Welt schien dunkler als je zuvor. Ich entschied mich, nach Hause zurückzukehren. Vielleicht schien sich alles zu verändern, weil ich mehr Zeit in diesem Reich verbrachte.
Ich machte mich auf den Weg zu dem alten Haus meiner Mutter, durch die Haustür und dann in das Zimmer, in dem ich die Nacht verbringen wollte. Ich sah meinen Körper, der dort mit gekreuzten Beinen saß. Ich näherte mich, aber zu meinem Entsetzen ging ich einfach hindurch. Es war dasselbe, als ich versuchte, durch eine Tür zu gehen oder versehentlich durch jemanden in dieser Form zu gehen. Ich versuchte es immer wieder und scheiterte jedes Mal. Meine Verwirrung verwandelte sich dann in Panik. Zum ersten Mal konnte ich nicht zu meinem Körper zurückkehren. Egal wie oft ich es versuchte, ich war außerhalb meines Körpers gefangen. Ich saß dort stundenlang und beobachtete meinen eigenen Körper. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich wusste nicht, was falsch war. Sollte ich mich einfach konzentrieren und mir vorstellen, zurückzukehren, so wie ich meinen Körper verlassen würde? Der Morgen war angebrochen. Ich hörte, wie meine Familie alle aufstand, um ihren Tag zu beginnen. Dann erstarrte ich vor Angst. Nein, nicht ich, mein Körper stand auf. Ich starrte in Furcht und Ehrfurcht. Ich sah zu, wie ich zur Tür ging, sie öffnete und den Flur hinunterging. Ich fand schnell etwas Fassung und begann, meinem eigenen Selbst zu folgen. Ich zögerte, war das überhaupt ich? Nein, das kann nicht sein, dachte ich. Ich bin hier. Ich weiß nicht, was das Ding ist, dachte ich bei mir. Ich folgte ihm in die Küche. Meine Mutter war bereits dort und machte Frühstück für alle. »Guten Morgen«, sagte sie fröhlich. »Hast du gut geschlafen?« Zu meinem Entsetzen antwortete es. Ich habe großartig geschlafen. Besser als seit langem. Mit einem bösen Lächeln. »Nein, Mama, das bin nicht ich. Das bin nicht ich«, rief ich verzweifelt. Offensichtlich konnte sie mich nicht hören. Ich stürmte auf meinen eigenen Körper zu, versuchte zu schlagen und zu treten. Alles um den Sohn einer Hure, der mein Ich kontrollierte, zu stoppen. Es war alles umsonst, denn jeder Versuch ging direkt durch ihn hindurch. »Ich habe Pancakes für dich gemacht. Ich weiß, wie sehr du sie liebst«, sagte meine Mutter. Es nahm einen Bissen und lächelte wieder dieses ekelhafte Lächeln. »Das ist fantastisch. Das Beste, was ich seit Jahren gegessen habe«, sagte es. Meine Mutter lachte. »Das liegt daran, dass du nie kochen konntest, um dein eigenes Leben zu retten«, lachte sie. Wieder versuchte ich, meine Faust auf es zu schwingen. Ich versuchte es immer wieder, rief: »Mama, bitte, hör nicht darauf. Das bin nicht ich.« »Verpiss dich! Verlass meinen Körper! Ich werde dich umbringen«, schrie ich. Es war nutzlos, es hatte wieder keinen Effekt. Niemand konnte mich fühlen, niemand konnte mich hören, ich war ausgeschlossen. »Danke für die Pancakes«, sagte es und fügte mit einem bösen Grinsen hinzu: »Mama, ich werde für eine Weile rausgehen«, fuhr es fort. Ich begann zu weinen. Ich hatte keine Macht, irgendetwas zu tun. Alles, was ich tun konnte, war zuzusehen. »Alles klar, mein Lieber, bleib aus Schwierigkeiten raus«, sagte meine Mutter. »Immer«, antwortete es. Es ging zur Tür und ich folgte. Kurz bevor es hinaustrat, hielt es an und drehte sich um mich anzusehen. Es ließ ein böses Lächeln los und sagte einfach: »Danke.« Damit trat es hinaus in die Welt. Ich hatte keine Wahl, als ihm zu folgen. Ich war entschlossen, meinen Körper zurückzubekommen. Irgendwie, auf irgendeine Weise. Ich wusste, dass mein bester Tipp war, einfach bei ihm zu bleiben und zu versuchen, alles zu lernen, was ich konnte. Es lief einfach herum, was scheinbar willkürlich war. Es hielt bei einem Starbucks an und bestellte ein Getränk. Dann ging es weiter zu einem Delikatessengeschäft und probierte ein wenig von jedem Candy in Sicht. Es hielt an fast jedem Laden in jeder Straße an. Schließlich erreichten wir eine Bibliothek. Ich sah, wie es schneller wurde und auf sie zusteuerte. Es hatte sich an einen Computer eingeloggt und blieb dort stundenlang. Es suchte nach den Ereignissen der letzten 80 Jahre oder so, von Kriegen bis hin zu Politikern. Zu meinem Entsetzen erkannte ich, was es tat. Es holte sich Informationen über alle Ereignisse, die es verpasst haben musste. Ich konnte mich nicht zurückhalten. Ich schrie es wieder an. »Was zum Teufel willst du von mir?«
Es ignorierte mich. Ich wusste, dass es sich meiner Anwesenheit bewusst war, denn wie sonst hätte es dieses sadistische Lächeln vorher geben können. Stunden verwandelten sich in Tage. Ich folgte ihm einfach, ohne die Macht, es zu stoppen. Es versuchte alles, Museen, Restaurants, sogar Konzerte. Es machte alles wett, was es verpasst hatte. Meine Welt wurde mit jedem Tag, den ich in der Geisterwelt verbrachte, grauer. Es kam zu dem Punkt, an dem selbst die Geräusche nachließen. Ich konnte die Außenwelt immer noch hören, wenn ich mich genug auf einen Gegenstand konzentrierte. Aber ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis die Welt schweigen würde. Ich folgte ihm weiter, während die Welt mehr und mehr verblasste, und ich stellte sicher, dass ich mich ganz auf meinen Körper und das, was ihn übernommen hatte, konzentrierte. Eines Tages sah es mich an. Ich erstarrte. Es hatte mich immer ignoriert. Was war jetzt los? Es wird nur schlimmer werden. Bald wirst du nur noch eine verlassene Stadt und eine verlassene Welt sehen. Die Menschen, die fahrenden Autos, alles wird bald verschwinden. Du wirst dazu verflucht sein, für immer allein zu wandern und unfähig zu sterben, sagte es. Ich ließ es nicht auf eine Antwort ankommen. Ich wusste, dass es keinen Sinn hatte. Es tut mir leid, aber ich war dort so lange gefangen, aber dann sah ich dich. Ich habe dich beobachtet und verfolgt, auf den perfekten Moment gewartet, um zu versuchen, dich zu übernehmen, fuhr es fort. Es sei denn, ich gehe, wirst du niemals zu deinem Körper zurückkehren können. Und es tut mir leid zu sagen, dass ich nicht plane, in diese Welt zurückzukehren. Ich habe genug in diesem Purgatorium gelitten, sagte es. Bald wird auch ich aus deinem Blickfeld verschwinden, egal wie sehr du versuchst, dich zu konzentrieren. Es lächelte. Ich war dort. Ich weiß es. Alles, was ich dir sagen kann, ist, schau zum Licht, wenn du zurückkehren willst. Und damit ging es weg. Ich wusste, dass es nutzlos war, ihm zu folgen. Ich akzeptierte mein Schicksal und akzeptierte die Tatsache, dass mein Körper verloren war. Diese dunkler werdende Welt war meine neue Realität. Ich wusste nicht, wie lange es jetzt schon war. Wochen, Monate. Ich war in dem, was wie Purgatorium schien, und ganz allein. Ich war immer noch frei, überall hinzugehen, wo ich wollte, aber es gab nichts mehr zu sehen. Es war genau so, wie dieses Ding gesagt hatte. Nichts als verlassene Gebäude und Dunkelheit. Ich war immer noch allein. Die Welt, die ich sah, war dunkel und kalt. Kalt. Was würde ich geben, um tatsächlich wieder kalt zu fühlen? Ich konnte nichts mehr fühlen. Ich konnte nichts mehr hören oder riechen. An einem Punkt fühlte ich Verzweiflung, aber jetzt fühle ich überhaupt nichts mehr. Ich wanderte einfach ziellos umher. Ich hatte keine Wahl. Ich konnte nicht um Hilfe bitten. Ich konnte mich nicht umbringen. Alles, was ich tun konnte, war umherzuwandern. Dann geschah es eines Tages. Ein kleines Licht in der Ferne. Ich bewegte mich so schnell ich konnte. Ich erinnerte mich daran, was dieses Ding gesagt hatte. Schau zum Licht. Als ich näher kam, sah ich, dass das Licht von einem der Gebäude kam. Ich bewegte mich schneller darauf zu und durch die letzte verbleibende Tür, die mich von diesem Licht trennte. Sobald ich eintrat, sah ich, dass dasselbe Licht zurückgezogen wurde. In einen Körper. Ich war schockiert. Ich konnte sie immer noch sehen, obwohl sie dunkel waren, konnte ich diese Person immer noch sehen. Die erste Person seit Gott weiß wie lange. In diesem Moment machte alles Sinn für mich. Dies war das erste Mal, dass diese Person astral projizierte. Genau wie bei meinem ersten Mal. Ich hielt es nicht lange aus, bevor ich gezwungen wurde, in meinen Körper zurückzukehren. So muss dieses Ding mich gefunden haben. Wenn du in diese Welt eintrittst, musst du für alle sichtbar werden, die hier sind. Mit meinem neuen Erkenntnis hatte ich eine neue Idee, eine böse, aber notwendige Idee. Wenn ich diesem Mann lange genug folgte, wenn ich wartete, bis er stärker wurde und seinen Körper lange genug verlassen konnte, könnte ich vielleicht diese Chance nutzen, um endlich in die reale Welt zurückzukehren. Ich könnte endlich diesen Ort verlassen und frei sein. Ich erzähle dir diese Geschichte als eine warnende Erzählung. Versuche keine neuen Dinge, die du nicht vollständig verstehst. Dieses Universum ist größer und grandioser, als sich irgendjemand vorstellen kann.
und seine Geheimnisse sind unbegrenzt. Wenn du mit deinen geliebten Menschen sprichst, sei es deine Mutter oder dein Vater, dein Ehemann oder deine Frau, dein Sohn oder deine Tochter, sei vorsichtig. Sie könnten nicht die sein, die sie zu sein scheinen.